Ja, hallo, herzlich willkommen bei Techno Composites. Wir hatten den Auftrag, auf nur 5 cm Breite eine Bühne sicher zum Stehen zu bringen. Wie macht man das? Das wollen wir euch heute zeigen. Ja, hallo Stefan. Hallo, wir Gerrit. sind heute bei deinem Projekt hier, wo wir auf 5 cm Breite praktisch eine ganze Bühne unterbringen. Und da ich nur die Bühne gesehen habe und keine Ahnung von einem guten Stück habe, musst du uns jetzt mal ein bisschen durch das Projekt durchführen und erklären, was Hintergrund ist. Es kam der Kunde halt an, er braucht eine Wartungsbühne, die relativ leicht ist, hoch aufgeständert werden kann. Das Hauptproblem war halt der Platzmangel im Aufstellbereich und im Fußbereich, wenn man so möchte. Also das heißt, alles hier daneben ist zu und du hast wirklich nur diese 5 cm Fläche, an der man auf den Boden kommt und die Bühne abstützen kann. Links und rechts von diesem Fuß habe ich Anschlusspunkte, elektrische Anschlusspunkte, dicke Stahlplatten und Schraubenköpfe, die es zu umgehen gilt. Ja, okay. Ja, und ich habe hier tatsächlich gerade 5 cm Platz als Stellfläche. Das ist ja durchaus was wir im Chemiebereich kennen. Man hat Anlagen, die auf großen Flächen stehen und da, wo wir ran müssen, ist dann hinterher doch wieder kein Platz. Ne? Ja, der Einsatzort platztechnisch problematisch Ja, in diesem okay. Fall. Was ist jetzt das Besondere an der Bühne? Kannst du uns das ein bisschen erklären? Warum ist die hier so breit und hat hier die Leitern? Ja, also aufgrund der Höhe, die man hier schon sehen kann, du bist ja gerade so drunter hergegangen, also das sind annähernd 2200 mm Standflächenhöhe. Ja, und okay. ich habe hier im unteren Bereich nicht die Möglichkeit der großen Aussteifung. Ja. Alles, was ich machen konnte, war in diesem Bereich noch, weiter ging nicht. Dann hätte ich wieder eine Kollision gehabt mit dem Elektrolyseur. In diesem Fall ist es ein Elektrolyseur, der hier drunter platziert ist. Wie kommen wir zu der Breite hier von der Bühne? Ach so, ja. Eine gewisse Standsicherheit zu bekommen, muss ich auch auf eine gewisse Breite zurückgreifen. Ja, Weil okay. ich habe auch nicht die Möglichkeit, gegen seitlichen Umsturz, also die Bühne noch irgendwo zusätzlich anzubinden. Ah, okay, Ne? ja klar. Und tatsächlich bin ich im Fußbereich ja sogar noch etwas breiter, als die Bühne selber ist. Und das hatte halt wirklich den Hintergrund, eine gewisse Umsturzstabilität zu generieren. Ne? Ja klar, weil wenn ich sag mal, hier eine Last aufbringe, habe ich immer noch den Überstand hier unten von, was sind das, 25, 30 Zentimeter, die Bühne halt besser am Kippen hindert. Ne? Genau. Klar, Ja. Trotz allem habe ich hier auch noch Bewegung in der Bühne, Ja. aber das hätte ich bei einer Stahlkonstruktion mit diesen Abmessungen auch. Ja. Im Endeffekt dadurch, dass du hier zum Beispiel dieses Dreieck einbringen musst und es nicht hier machen kannst. Ne? Klar, dadurch ist mehr Bewegung drin, aber Aufgabe vom Kunden war ja auch, dass dieses Feld hier frei ist, weil halt Anlagenteile dort eingebaut sind. Ne? Was man jetzt noch nicht sehen kann, weil die Bühne ist noch nicht final, also zu Ende montiert. Ja. Hier drunter ist noch ein Aussteifungskreuz, also oder Verbindungskreuz, wenn man so möchte. Also gegen seitliche Verbindung. gegen Verbindung nochmal. Ja. Und was für eine Last ist so eine Bühne ausgelegt? Was kommt da drauf? Wartungsbühne hat den Hintergrund, man möchte, also der Kunde muss oberhalb vom Elektrolyseur an gewisse Ventile von Leitungen und so muss er dran und er muss prüfen, er muss Messungen vornehmen. Ja, okay. Hat dann klassischerweise so einen kleinen Werkzeugkoffer dabei. Ja. Ausgelegt ist die Bühne für maximal 2,5 Kilonewton verteilte Flächenlast. Ja, okay. Ja. Ja, also irgendwo 2 Leute mit einem Werkzeugkasten kannst du drauf unterbringen, aber Kein Problem. jetzt nicht noch, ich sag mal, ein fettes Ölfass. Dann wird's Richtig. irgendwo Ja, ein bisschen viel. also, da hätte ich dann gesagt, Ja. da muss die Konstruktion anders aussehen. Genau, ja. Jetzt sehen wir da oben, da ist ein Geländer nur auf einer Seite. Warum nicht auch noch auf der anderen? Aus Sicherheitsgründen müsste ich ja sogar umlaufendes Geländer haben. Also ich müsste da auch hier, wo der Leiterzugang ist, müsste ich oben ein Safety Gate haben, also eine selbstschließende Klapptür. Das ist eigentlich so der Standard nach Norm 14122, Begehung maschineller Anlagen. Das fällt aber in diesem Fall weg, weil der Kunde das an der Stelle nicht gebrauchen kann, weil es ihn behindert in seinen Tätigkeiten. Ne? Okay.
und auch von dem Zugang her, wo er an die Anlagen einhalten muss. Deswegen eben nur einseitig Absturzgeländer. Heißt im Endeffekt, diese Bühne ist ja komplett für den Kunden konstruiert, nur für diese Anlage speziell vor Ort, weil dadurch, dass halt eben auch gewisse Geländerteile und so fehlen, was ja abgestimmt ist mit dem Kunden, muss der Kunde dann im Gesamtpaket wieder sicherstellen, dass das Gesamtsicherheitskonzept auch eingehalten wird. Ne? Also das ist spezieller Kundenwunsch, einseitige Absturzsicherung. Ne? Die Norm würde was anderes vorsehen. Ja. Genau, aber das ist ja auch eine Spezialität, dass wir wirklich exakt die Bauteile so fertigen, wie der Kunde die braucht. Und dann sind die aber auch wirklich nur für den Ort geeignet. Der Kunde könnte jetzt nicht hingehen und sagen, ach, ich muss noch mal an meiner Fassade vom Gebäude was machen. Ich nehme die schöne Bühne, weil es passt. Dann wäre es ja vollkommen falscher Einsatzbereich. Ne? Es kann durchaus sein, dass die Monteure auf der Bühne noch mit einer zusätzlichen Absturzsicherung am Mann arbeiten. Also sprich mit Gurt, Sicherheitsgurt und... Sind ja Möglichkeiten, wie man das dann verbessert. Genau. Ne? Ja. Das ist ein 38 hohes Gitterrost, wenn ich das richtig sehe. Nee, das ist tatsächlich 30 Ach so, ist ein 30 mm hohes Gitterrost. Ja, okay, gut. Da haben wir hier wie üblich die Unterkonstruktion, um das Gitterrost halt eben auch wirklich abzufangen. Weißt du so ungefähr, was das hier für ein Abstand ist? 50, das 60? sind ca. 700 mm. Ah, okay. Ja, okay. Na gut. Und die Schrauben, die wir hier einsetzen, sind wahrscheinlich auch A4-Schrauben, ne? Ist unser Standard, Edelstahl, also A4. so, Ja. wie wir eigentlich immer vorgehen, so nicht ausdrücklich anders gewünscht. Also das wäre ja auch eine Ausführung komplett mit GFK-Schrauben Ja, wäre ja auch möglich machbar. gewesen, aber in diesem Fall Nicht notwendig. unser Standard A470. Genau. Ne? Das ist dann auch die günstigere Variante. Ja. Weil wenn wir sowas tatsächlich hier mit GFK-Bolzen, also GFK-Gewindestangen und GFK-Schrauben machen würden, kann man sich vorstellen, die sind halt spezieller, die sind ein bisschen teurer. Deswegen ist das eigentlich eine standardmäßige Ausführung, wie wir es machen. Ja. Wenn jemand sagt, muss metallfrei sein, können wir das aber auch hinkriegen. Ne? Ja, okay. Wir kennen ja hauptsächlich GFK, aber warum hat sich der Kunde in diesem Fall für eine GFK-Bühne entschieden und nicht für eine Stahlbühne? Stahl elektrisch leitend, hier nicht gewünscht. Also die Bühne ist im Einsatz im Elektrolysebereich. Also große Rolle spielt halt die elektrische Widerstandskraft, die mit GFK ja gewährleistet ist. Ja. An dieser Stelle dann aggressive Medien, wo ich hier auch eine sehr gute Widerstandsfähigkeit habe. Keine Lackierung erforderlich, also relativ wartungsfrei diesbezüglich. Stahlkonstruktion und Elektrolysebereich, wir kennen das. Nach Jahren ist das massiv angegriffen durch die Aerosole in der Luft und etc. Gewichtsgründe. Ja, okay. Ist ja auch waren leichter auch hier. als Ja, Stahl. also die Bühne wird tatsächlich, ich weiß nicht, ob es jetzt ist schon eingebaut, ob man das jetzt sehen kann. Die ist ausgestattet mit so Kranösen. Ja, die sind hier sogar. Ja, und die kann man hochklappen. Ja, die kann man hier hochklappen. An allen 4 Ecken. Ja, okay. Und dann so, dass man die einhängen kann und dann, Genau, und dann wirklich wird auch die Bühne hier ziehen kann. wird dann über einen Hallenkran an ihren Bestimmungsort platziert. Ja, Ja. sogar versenkt. Also das ist ja schon mal geil. Also Ja, ansonsten wäre das ansonsten wäre es so eine eine Stolperstelle. Ne? Genau, ja. 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 Okidoki. Ja, Stefan, danke, dass du uns die Bühne noch mal so gezeigt hast. Du hast erzählt, da gehören auch noch ein paar andere Bauteile zu. Podestleitern, glaube ich. Sowas fertigen wir natürlich auch. Wenn ihr noch Fragen habt und wir irgendwas vergessen haben, schreibt es in die Kommentare rein. Wir freuen uns.